So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es einen neuen Statusbericht. Und zwar wollte ich euch erstmal erzählen, was wir jetzt noch geschafft haben. Also ihr könnt euch daran erinnern, wir haben das letzte Mal uns intensiv mit dem Thema Tunnelbau befasst. Und da habe ich euch ja im Community Hub dann noch ein Update am Freitag gegeben, dass jetzt die Tunnel auch soweit fertiggestellt worden sind, weil wir haben das letzte Mal nur eine Seite der Tunnelinnenwände fertiggestellt, auch mit Kies oder Schotter dann noch verkleidet. Und dann muss man es eben nochmal trocknen lassen und dann eben konnte man erst die anderen Seiten dann hinstellen. Ja, das haben wir soweit geschafft. Wir können auch noch mal ein bisschen näher hingehen. Nehme euch da mal eben mit. Also es sieht jetzt wirklich um einiges besser aus. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen, dass es dann innen schön verkleidet ist. Genauso auch, also ist die untere Nebenstrecke. Jetzt für mich hier noch die K-Systemstrecke. Alles schön mit Innenverkleidung. Und natürlich auch unsere zweigleisige Hauptstrecke. Deswegen, das haben wir soweit abgeschlossen. Und jetzt können wir wirklich mit dem Berg weitermachen. Und so, jetzt spanne ich euch mal wieder hier ein. Und da haben Lilly und ich schon sehr fleißig hier was vorbereitet. Und zwar wollen wir eine Konstruktion hier bauen, um dann nachher auch die Züge warten zu können. Weil man muss ja irgendwo, wenn jetzt hier unten zum Beispiel den Zug entgleist oder auch wenn hier ein K-Systemfahrzeug entgleist oder auch oben, muss ja irgendwie drankommen. Weil auch im nächsten Zimmer wird ja nachher ein Berg sein. Da muss man genauso auch, das muss zugänglich sein. Und deswegen haben wir hier mal eine kleine Klappe oder aus einem Brett dementsprechend, aus einer Platte rausgeschnitten. Ich glaube, das sind so, also wir haben die aus dem Baumarkt, das sind so Platten, die man normalerweise für diese Schrankrückseiten dann hernimmt. Und ja, war jetzt sehr, sehr aufwendig. Also wir haben extra im Baumarkt halt die Sachen gekauft. Wir wollten extra auch zuschneiden lassen. Sie konnten aber nicht innen die Sachen ausschneiden. Das können sie nur wirklich mit großen Küchenplatten, also Küchenarbeitsplatten dann machen. Bei so dünnen können sie das einfach nicht machen. Und wir haben ja auch noch die Herausforderung, das war das zweite, da nehme ich euch mal ein bisschen näher hin. Wir haben die Herausforderung, dass wir hier auch so Ecken haben. Deswegen haben wir zum Beispiel die Profile, da haben wir auch welche gekauft, so eine Latte quasi mit 2,40 Meter Länge. Und die würden ja hier rausschauen. Ich kann die dann gar nicht festmachen. Deswegen habe ich die jetzt hier zum Beispiel mal so abgeraspelt, sodass ich die auch hier hinstellen kann und dementsprechend auch dann festmachen kann. Das war auch so eine Herausforderung, aber gerade diese Platte innen drin, dass es einigermaßen sauber aussieht, dass man es nachher dann zumachen kann, auch mit Gelenken und alles sowas. Deswegen, das werde ich euch dann zeigen, wie das Ganze dann funktioniert. Die eine Strebe steht hier schon. So unten habe ich auch schon festgeschraubt, einfach als nochmal Schutz, wo ich auch dann die Scharniere dann festmachen kann. Und das andere, das muss jetzt eben noch gemacht werden. Und da nehme ich euch einfach ein bisschen mit. Also heute geht es vor allen Dingen um das Thema hier Abtrennung des Berges von der Seite her, um dann nachher eben mit dem Terraform-System dann nachher da auch anknüpfen zu können und das Ganze dann wirklich wie so ein Gerippe dann hier festzumachen. Und dann soll das Ganze auch halten, weil ihr seht ja auch, das ist relativ hoch. Das heißt, da ist jetzt nicht so viel Halt, auch wenn ich mit 2 Schrauben das gemacht habe pro Stab, hat es natürlich dann sehr viel Spiel. Und ich hoffe mal, das ist halt dann noch die Schwierigkeit bei der ganzen Thematik, wenn man halt nicht plant, weil ich bin da immer sehr, sehr spontan. Da ist natürlich einfach, wenn man von vornherein schon alles plant oder auch natürlich dann das alles nicht ausrechnet oder eine hier Schreinerei hat, beziehungsweise hier sich im Schreinertum auskennt. Aber ich mache da einfach immer freie Schnauze. Und wie gesagt, die Lilly hat mich da super unterstützt. Und hoffe mal, dass eben dann nachher, wenn ich dann die Berge mache, durch das Terraform-System, dass es dann sehr stabil wird. Also bei dem anderen wurde es ja auch stabil, bei dem kleinen Berg hinten. Aber da ist natürlich überhaupt keine Höhe. Und jetzt hier, auch wenn man dann die Klappe auf und zu macht, hoffe ich mal, dass das alles so passt. Wir werden sehen. Es wird spannend. Und da wollte ich einfach mal euch mitnehmen und gucken wir mal, wie weit wir kommen, nicht? Und ganz viel Spaß dabei auf jeden Fall. So, wir montieren jetzt die nächste Haltelatte hin. Ich mache mal hier, das ist einfach nur hingelegt, damit man mal sich so anschauen kann. Das mache ich mal weg. Und das werde ich jetzt hier einfach mal mit 2 Schrauben festmachen. Welche da sind relativ lange. Und das machen wir jetzt mal.
So, mein Gott, hier sieht's aus. Ne? Also, wir haben jetzt hier unsere, also die war ja schon, die habe ich schon hingemacht. Hier die beiden noch hingemacht, die beiden Latten, von denen mir das passt jetzt alles soweit. Und jetzt werde ich die verschiedenen, also ich nehme mal eins vielleicht, das ist besser. Zum Beispiel hier unser Fenster, was hier hinkommt, das werde ich jetzt zuschneiden. Das heißt, ihr seht ja, wenn ich das hier hinstelle, vielleicht mal ein bisschen höher, da ist nämlich hier, hört jetzt extra die Latte auf. Das heißt, ich werde jetzt hier so ein bisschen das absägen, einfach so ein bisschen auch ein Wellenmuster, dass es so einfach langsam vom Berg runterkommt. Und dann auch hier kommt dann die andere sozusagen hier hin, also zwischen den beiden. Das ist alles sehr, sehr groß, deswegen kriege ich da gar nicht richtig drauf. Genauso auch, da kommt einiges weg. Also ihr seht ja, hier ist ja der eine Pfosten, hier der nächste. Das heißt, hier kommt auch mal so ein Wellenmuster dementsprechend nach unten. Ich habe extra so ein bisschen, zum Teil ein bisschen höher die Pfosten gelassen oder die Latten, von dem her, man kann es noch ein bisschen absägen. Es sind alles festgeschraubt, auch die Platten werden dann nachher festgeschraubt an den Leisten, von dem her eben, dass man auch nochmal nachjustieren könnte. Auch wenn man nachher mit dem Terraform-System arbeitet, kann ja sein, dass man sagt, oh, das ist ein bisschen zu hoch oder sowas dann. Von dem her habe ich da extra ein bisschen Luft gelassen. Aber es sollte eigentlich soweit passen. Und genau, da werde ich jetzt mal das zusammensägen. Und so wie ich dann fertig bin, melde ich mich gleich wieder. Und dann schrauben wir mal die Platten hin. Da bin ich mich dann schon sehr gespannt, wie das aussieht. Und ob das einigermaßen hält, weil eben bisher, die werden halt nur unten gehalten. Das wird durch das ganze, wie gesagt, Terraform-System, durch das ganze Berggerüst, Konstruktion, dann soll das halten. Ich bin gespannt, wie gesagt, so einen großen Berg habe ich nicht gebaut. Es wird dann spannend, vor allem im nächsten Zimmer. Die Erkenntnisse, die man hier jetzt bekommen hat, die werden sicherlich auch darauf einspielen, auf das nächste Zimmer, wie gesagt, wenn es dann noch höher hinausgeht, zumindest so ist der Plan. Und dann bis gleich. So, ich habe jetzt mal die Sachen hier zugeschnitten. Also man sieht, oben kann man schon sehen, und das ist nämlich das andere, was dann weiter unten hinkommt. Das ist alles so groß. Ich bin auch zu nah, aber damit ihr es dann nachher auch seht, wenn ich jetzt dann hier gleich schraube. Weil ich will nämlich jetzt mal anfangen, jetzt hier einfach mal mit 4 Schräubchen, also unten 2 und oben 2, einfach mal festzumachen und zu gucken, wie das dann aussieht. So, ich habe jetzt mal mit 4 Schrauben jeweils immer die Elemente da festgeschraubt. Deswegen, da fehlen auf jeden Fall noch ein paar mehr. Also man merkt dann auch vor allen Dingen, hier ist es noch ein bisschen, ich sag mal, labberig. Aber es gefällt mir so ganz gut. Jetzt bin ich hier am Überlegen, ob ich da noch innen nacharbeite oder ob ich das außen einfach abschleife, weil ich ja sozusagen diese Kanten, ob ich da jetzt einfach sage, ich spachtel das dann nach. Es gibt ja so Trockenspachtel und dann wird das ja grau angemalt. Und hier kommen dann noch mal so Leisten dann hin. Habe ich da eine gerade bei mir? Habe ich die nicht? Ah ja, genau, doch, hier habe ich doch eine. Guck mal, hier drin. Deswegen, da kommt dann auch wenn es grau angemalt ist, man könnte es hier drüber spachteln, aber ist eine Ebene, aber ich bin am Überlegen, ob ich nicht einfach, wie beim anderen Anlagenteil, auch einfach hier nochmal so eine Leiste ringsrum ziehe. Dann ist es auch ganz gut. Und genau, dann hier außen halt, wie gesagt, nochmal entweder mit einer Feile abschmirgel das Ganze oder halt innen drin das Ganze nochmal ein bisschen mehr zusammen mache. Also deswegen, das ist dann was. Und hier habe ich nochmal eben ein kleines Stückchen zusammengesägt und dann hier auch nochmal hier festgemacht. Also von dem her, es sieht schon echt monströs aus. Aber jetzt, ich habe die Klappe auch soweit vorbereitet. Kann ich euch mal zeigen. Also ich habe oben hier so einen Plöppel hingemacht, damit man nachher mit so einem Schieber das Ganze dann hier so machen kann oder reinstecken kann. Und dann hier unten sind diese
3 Scharniere. Auf der hinteren Seite habe ich das Ganze mit Holz verstärkt, dass ich da auch reinschrauben kann. Ich war mir überlegen, ob ich es mit Heißkleber, ja, meinem Lieblingskleber, dann fixiere, aber das sieht von außen einfach nicht wertig, glaube ich, aus, wenn man einfach nur das hinklebt. Von dem her, man sieht ja so ein paar Fransen, das kann man aber alles dann nachher auch dieses Eck, wohl mit diesem Trockenspachtel, kann man das dann einmal glatt ziehen und es wird dann alles grau angemalt. Für mich ist das erste Mal, dass ich sowas in der Hinsicht mache. Man lernt aber immer dazu, aber ich glaube, für das sieht es sogar relativ sauber aus. Bin ich ehrlich. Und den Rest hoffe ich mal, dass dieser Trockenspachtel dann funktioniert und das dann abschleife und dann eben, wie gesagt, mit Farbe das Ganze mache. Und ich würde sagen, wir montieren das jetzt mal hier an unseren Holzblock hin. Dann bin ich mal gespannt. Wir müssen es auf jeden Fall noch ein bisschen justieren. Aber ich bin mal gespannt, wie es aussieht. So, ich habe jetzt die Platte einfach mal plan sozusagen anliegen lassen. Und jetzt werde ich da einfach diese 3 Löcher, die ich jetzt hier hervorstehen sehe, von den Scharnieren, da werde ich jetzt einfach überall mit dem Bleistift mal mir so einen Punkt reinsetzen. So. So, jetzt sehe ich hier die 3 Punkte. Einmal der hier und der hier. Und da würde ich sagen, da schrauben wir mal die ersten Schrauben jetzt fest. Und dann gucken wir mal, wie das so ein bisschen aussieht. Ob das schon mal passt. So, ich habe jetzt alles gefeilt, alles gemacht, nochmal eingestellt. Und ihr seht auch, ich habe oben das kleine Schloss, ich mache mal wieder scharf, habe ich umgetauscht. Also ich habe die Schlaufe jetzt von unten nach oben gesetzt und das andere quasi jetzt dann unten montiert. Einfach, weil es ja auch gemacht wurde, dass die Tür quasi zugeht. Und wenn ich es andersrum mache, dann habe ich gemerkt, dann schaut es so ein bisschen raus, dann kippt es so raus. Und so ist es jetzt sehr, sehr sauber. Und dann nehme ich euch einfach mal mit und zeige euch das. Jetzt soll ich nur keinen Schatten machen, sonst seht ihr nichts mehr. Also, dann kann ich hier das hier machen. Und dann seht ihr hier das ganze Werkzeug. Und ich komme hier überall ran. Also ich komme hier wirklich bei den Tunnelportalen überall hin, wenn ein Zug entgleist ist, K-System und auch oben. Ich komme überall schön rein. Und dann kann ich aber auch, wenn die Wartung abgeschlossen ist, dann mache ich hier einfach zu. Das ist natürlich noch mit der Kamera, das ist schwer. So. Und dann ist es eine feine Sache. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Schatten gemacht. Und von der Seite auch ist es jetzt doch monströs, kann man fast sagen. Ihr seht, ich habe überall hinten diese so Unterstützerholzchen gemacht, dass ich da auch einfach, wie gesagt, angenehm reinschrauben konnte. Ja, also von dem her, das war jetzt wirklich sehr schweißtreibend, muss man ehrlich sagen. Hier ist es auch relativ warm, trotz Altbau. Hat auch wirklich um einiges länger gedauert als gedacht. Und ich habe gedacht einfach auch, dass der Baumarkt noch mehr zuschneiden konnte. Aber das können die einfach aufgrund der geringen Holzdicke nicht machen, ist ja in Ordnung. Aber deswegen hat das echt um einiges länger gedauert und war echt anstrengender. Aber das Ergebnis kann ich sehen lassen. Und das Schöne ist, das ist wirklich stabil. Also hätte ich nicht gedacht, außer hier oben, da merkt man, dass es ein bisschen dann hier wackelt. Aber das ist wirklich ab hier wirklich stabil. Und jetzt werde ich dann nochmal ein paar kleine Nacharbeiten machen. Ich muss noch überlegen, mache ich jetzt hier vielleicht dann das wirklich glatt mit einer Feile oder montiere ich das nochmal kurz ab und mache das dann innen drin ein bisschen feiner. Das muss ich mal gucken. Und dann kommen natürlich dann noch ein paar mehr Schrauben überall an den Seitenleisten hin. Also es sind jetzt überall nur, wie gesagt, 4, also 2 unten, 2 oben. Und da würde ich sagen, lassen wir es bei heute gut sein. Wünsche euch auf jeden Fall eine schöne MOBA-Zeit und ich melde mich auf jeden Fall wieder, weil ich freue mich ja dann endlich mal weiterbauen mit dem Terraform-System, dass wir da auch den Berg weiter gestalten können. Aber ich glaube, man kann sich schon ein bisschen jetzt hier ausmalen, wie der Berg dann sein wird und wie das dann so ein bisschen runterkommt dann das Ganze. Also ich glaube, das wird eine coole Sache und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.